Und damit willkommen zurück zu The Great Ace Attorney. Resource 2 Chronicles, meine Lieben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier noch irgendwas präsentieren müssen, muss man sagen. Weil im letzten Part haben wir ja schon quasi gesehen, dass wir wir müssen ja das Telegramm hier präsentieren. Das steht ja außer Frage, würde ich mal behaupten. Deswegen jetzt gehe ich das mal Schritt für Schritt jetzt durch, ob sich da nicht was ändert, muss man sagen. Für jede einzelne Aussage, die jetzt getätigt wird hier, ich glaube zwar jetzt nicht, dass es bei uns jetzt irgendwas ist, aber nur bei seinen Aussagen. Weiß, ist mir vollkommen klar, aber ich kann jetzt halt nicht fairerweise sagen, wo das ist. Wenn ich da nämlich nicht spoilern lassen, muss man sagen. Da versuche ich das jetzt selber herauszufinden. Ich weiß, das könnte vielleicht jetzt wegen nervig werden, wenn ihnen das immer so der Fall ist. SF. Und ja, dementsprechend, das ist halt mehr als für die Frage, wo das dann genau der Fall sein wird, weil ich habe nämlich absolut wirklich keinen nennenswerten Plan, muss man sagen, weil das muss ja jetzt quasi irgendwo Recall from Font ist. Das ist halt jetzt schon wieder die nennenswerte Frage, muss ich sagen. Ich hätte auch fairerweise auf YouTube nachschauen können, wo das heißt, fairerweise der Fall ist, aber es ist das sich halt auch nicht nennenswerterweise irgendwie erforschen. Sagen oder untersuchen, besser gesagt. Das ist halt die Sache, muss man mal fairerweise sagt, das muss ja dann quasi irgendwie aufleuchten, dass das der Fall ist. Das auch schon in den Komplettlesungen fairerweise auch schon nachgeschaut. Stand jetzt halt auch, also habe ich nichts rausgelesen. Was jetzt halt hätte sein, was jetzt genau da der Fall ist, also deswegen weiß ich auch fairerweise nur, dass wir es präsentieren müssen. Dementsprechend, das ist halt der Fakt, den ich sagen kann, muss ich sagen, deswegen. Ach, schon wieder so ein Schwachsinn, ey. Hallo. Das ist halt so die Sache. Das ist halt so diese Sache dabei. Das ist halt die Sache, deswegen gehe ich das auch jetzt mal Schritt für Schritt mit euch durch. Machen wir mal fairerweise sagen. Das doch nicht das hier, ey. Da hat sich immer noch nichts geändert, ey. Jetzt was. Wie mir ist halt Mensch! Wenn das jetzt halt für mich so offensichtlich wird, dass ich das ihm präsentieren müsste, richtig. Muss ja quasi gefühlt hier ja sein bei einer Aussage von ihm. Aber die Aussage genau spezifisch, ey.
Das ist halt so die Sache. Das ist mir jetzt halt vollkommen egal, muss ich sagen. Wie die scheiß explizite Aussage wissen. Das ist der ganze Konsens dabei, muss man fairerweise sagen. Gamescom sei. Fuck. Gar nicht überprüft, aber das ist Vergangenheit, würde ich mal behaupten. Da bringt es, glaube ich, aber auch nicht. Ey. Wo muss es doch... Man merkt vielleicht auch in der Hinsicht, wie mich das quasi aufreißt, muss man sagen. Aber da stelle ich mir halt auf... Wirklich die Frage, muss ich sagen. Kann das, aber wieso nicht spielen? Wieso? Was hindert mich? Aber woran liegt es, dass ich daran gehindert werde, dass man mich eben quasi mich daran hindert, das zu präsentieren? Das ist eben dieser nennenswerte Konsens, der eben da ist. Okay, das quasi jetzt. Ich weiß jetzt bei dieser Aussage gebracht, mich das. Wieso darf ich das jetzt nicht machen, Spiel? Wieso nicht? Das würde mich interessieren. Der Feed muss ich ja ihm eigentlich präsentieren. Das ist so dieser Konsens, ich sehe. Das ist eben dieser Bullshit, muss ich sagen, wo man eben nicht. Oder ist das hier quasi? Oder das eben hier präsentieren müssen? Wo muss ich das genau hier genau? Hä? It came up in such unfortunate case last spring. Das ist ja dann das. Away. Ich schau mal auf YouTube hier so nach, fairerweise, wenn eine Padaufnahme jetzt hat. Ähm.
Wollen wir mal fairerweise sagen, weil das ist halt jetzt so ein, also das weiß ich jetzt wirklich nicht, ey. Bevor ich jetzt mir noch einen Hals abschneide. Und da ist halt gar kein Plan, da muss ich sagen. Muss ich mal fairerweise mir selber das mal raussuchen. Ach, ich sag's euch, ey, ich weiß, es ist ja blöd auch, weil ja, euch muss ich sagen, aber ey, also, ich weiß auch immer nicht, wie ich das dazu eben sagen soll. Ob mir überhaupt noch irgendwas fehlt, muss man sagen, weil das ist halt so die Sachlage, muss man sagen. Weil generell noch irgendwie eine Info fehlt. Weil mal. Äh, Warte mal, ich hab da jetzt mal vielleicht. Veteran und so eine so gleich. Veteran, nehmen wir mal, hä? Ehrlicherweise bin ich da drauf, diese Ganze gar nicht schlau, muss ich sagen. Die zwei Sachen haben ja irgendwas mit, Nein, das nicht. Nein, vielleicht, ey. Ich kann doch gerade nichts machen. Equal, aber ich kann ihn werden. Nein, kann ich eben nicht machen. Fehlt mir noch irgendwas? Das Gefühl muss ich sagen. Das ist jetzt halt so die Sache. Ich dementsprechend. Das heißt jetzt gerade so die Sache. Das ist halt so die Sache. Das ist im Platz halt einfach so der ganze Saft halt.
verstehe einfach gerade nicht, was ich jetzt fairerweise was präsentieren muss ich sagen. Das ist halt so die Sache. Hm. Das ist auch gleichzeitig jetzt wirklich so die Sache, muss man sagen. Ja. Also gefühlt immer müsste ich halt wirklich das Telegramm hier jetzt mal präsentieren, aber ich darf nicht. Wieso? Closed Hand. Hallo, ich möchte das präsentieren, Spiel. Das ist so die Scheiße, echt, ey. Ich will das halt jetzt endlich mal präsentieren, das nicht, weil ich weiß es schon wieder nicht, ey. Das ist halt so die Sache. Das ist halt so der Punkt bei der ganzen Geschichte. Ich weiß es einfach nicht. Oder muss ich einfach das... Ah. Ich glaube, ich bin es einfach bloß nicht einfach gewohnt, dass man das darüber macht, dass ich bei dann Game präsentiere. Ja, da bin ich aber einfach bloß auf die lange Leitung. Hey, very clear, it's lost. You're obviously. Ich habe das wahrscheinlich los übersehen, ey. Muss man sagen. Sorry für diese. But you only learned. In the only because they appeared as part of the top secret government communications as wir. Tut mir leid, ey, für diese inkompetenten Sachverhalt, muss man sagen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ach ja. Tut mir leid. Ich weiß, wenn man was sind, aber. Ich kann das. By the way, ich kann das sein da. Who was yes, but the only. You were unaware of the background. Yes, Jesus. Aber wahrscheinlich muss ich mal richtig denken. Around 6 months before that approximately this time last year, in fact, when Japan that really was the hypocrisy one proof of interruption states a secret because all I'm perpetually eavesdropping on communications between the British and Japanese governments. You are perpetually doing what? How? Never mind the details, but you know should know. No secret is safe from electrons when he has designed a knowing breed. Oh my god, Sean's, what a fabulous line. No, 1 month after this, that listen of four names was weird to
Serie Japan Chigoku in Japan. Dr. John Havison was murdered. As soon as I learned of the incident of hypothesis reality took shape in my mind. It was turned out was partly correct and partly mistaken. Nevertheless, it was bearing of the tragic events that were to follow. Mr. Jones, please tell us all you know. Tell us about the Sarah's phone names and the tragedy to which they are all somehow connected. Oh, but it's already the four names. I said when I learned Dr. Wilson's murder in Japan, my mind immediately turned to those four names because you see there was someone is on the list who I believe to be recently discased, but who Shin is it was transcribed in Japanese script. Actually, in fact, Miss Essa Shin. That was a familiar name to me. She was a professional killer, well known among London's unsavory classes. Oh, I see. But she had completely vanished from existence several months before Wilson's murder. So I came to the local conclusion that she had herself been killed, and accordingly I became aware of a list of the remaining two persons on the list. Okay, Asugi and T. Gregson. Owing to our proximity, I decided to take me sure to protect the Gregson myself. But I determined it would be safe if our young Asugi were to stay away from Britain. So that's why you went to such length to prevent his study tour from going ahead. Exactly. So you already knew who Kazuma-sama was, Mr. Jones? Oh yes, Jones and I have exchanged correspondence for years. I record my tales about Asugi to him in my letters, and this induced of Dr. Wilson's death, of course. So Dr. Wilson is dead, then I didn't know. Oh, Iris. I know he wasn't my daddy, but still, it's very sad. I'm so sorry, Iris. We knew the significance of the name, obviously, but it just couldn't bring ourselves to tell you. No. But what you just told us, Mr. Jones, doesn't completely tie in with the fact that there's one big hole in your hypothesis. A big hole, Mr. Naruto? Ah yes, you mean about us as a Shin, I presume. Oh, of course. Exactly, she wasn't killed, was she? She was in Japan posing as a visiting student under the assumed name of Chasel Brad. I'm glad you keeping up, my dear fellow, but I only became aware of the fact 2 days in the foyer of the Great Waterloo Hotel. And upon hearing such startling revelation, the hypothesis that I had formed surrounding those four names is completely
Eine Topsy, what? Topsy? Topsy ist Hypothesis. Ich habe mir ja wirklich noch einige Informationen und keine Sorge, ich mache heute wirklich länger als meine bekannten 25 Minuten. Dementsprechend mal ein bisschen als Entschädigung für meine Dummheit. Die ist wirklich immer sehr ungeschnitten, muss man sagen, zu ungeschnitten. Muss man mal fairerweise sagen. Also blöd ist eine Eigenschaft zu erkennen, die quasi nennenswert. Muss man sagen. What do you mean when you say your hypothesis was turned topsy, Mr. Schwanz? I had believed all four names on the list to be the names of victims. However, I was mistaken. Very much so, as Shin was a killer. So this telegram is a list of both victims and killers, is it? Indeed, and it would seem that Miss Shin was dispatched from Britain with the sole intention of dispatching Dr. Wilson, her visiting student status being merely a front. Which would of course explain who no motive could be determined for her action. So the real reason Dr. Wilson was killed by assassin is because he was the target of an assassination, and for rearmament with that knowledge, fresh consideration of the telegram. But the list in a very different perspective. What do you mean? Well, does not strike you there is another amongst the four who subsequently became a visiting student? What do you mean? But of course, a name you know only too well. You mean Kazuma? Oh, he did say incurred earlier today. Oh boy, okay. Oh boy. Young Mr. Sogi accepted that mission a year ago now. Surely not. In conclusion, this document is a contract of sorts, an international agreement, one might say, detailing on assassin exchanged. An assassin exchanged. How could Kazuma possibly, however, have not involved in something like that? Boy, das ist ja wirklich viel zu crazy, muss man mal fairerweise wirklich sagen, muss man sagen. Let's assume that we have two parties each wishing to dispose of distinct individual. Those two parties then makes a contract with their respective assassination target. That would then be an assassin exchanged. So to begin with, the British assassin is dispatched as a visiting student to Japan, where he kills her target. And then the Japanese assassin is dispatched as a visiting student to Britain in order to eliminate his target. Certainly does sound like an exchange, but
what on earth is the point? Don't forget Naruhodo. That the British assassin at least escaped conviction thanks to diplomatic immunity brought by consular jurisdiction. Oh yes. Such jurisdiction should be null and void under the terms of the new treaty between our two countries. So the fact that it was brought into place suggests interventions is at the very highest levels. The highest levels. These murders were two sides of the same coin, linked not by a common motive but by contractual agreement. As such, they appeared utterly unrelated, yet in truth the assassins were complicated in one singular delicious shame. That discussions and the safeguard of diplomatic immunity were, I believe, the motivation behind this launch. But wait a minute, Jones. If this telegram really is describing the change of assassinations, are you suggesting it would mean that the Japanese killer's target was never Shishiro Chiguku at all? It would mean Azuki's target was actually Inspector Gregson. What? Azuma was here for Gregson? So Judith Chiguku wasn't actually the mark? Yes, that's actually what it would mean. Boy, I hold myself personally responsible for failing to keep the inspector safe. Mr. Jones. I told him of my fears and implored him to seek a transfer to of the overseas position, obviously, which the young pickpocket in tow. Yes, Gina. Came to think of it, Inspector Gregson did mention that to us at the great exhibition that he'd be transferring to the Paris police and taking Gina with him. But without informing me, he engaged in one less assignment, seems. Sadly, it turned out to be his very last. This is too much to take in. Oof. Alright everyone, that's quite enough of all that serious talk for one day. Isn't it early? I mean, look at the time. Ah, quite right, Iris. We must conclude our preparations for tomorrow. What preparations? Well, I think I shall make my way back to my hotel room now. This has certainly been a night to remember. It is a little bit sad though. I mean, I like it, the idea of being my daddy. Because then would have been my big sister. I'm sorry, Iris. Oh, bye. Oh. I know, Iris. I was thinking quite the same thing. Where are you? But if somebody like me would be worthy, I would be delighted to become your sister. What? Really? Oh yes, without question.
So you'll teach me all the ways you know to throw Bruno to the floor? Yes, yes, of course. It would be my pleasure. You didn't have to agree quite so readily. Oh, quite. Wait a minute. If Susie's going to be my big sister, you will call me my big brother if you want, Bruno. Huh? I mean, yes, of course. If you'll have me, I gladly be your brother. Well done, Iris. We must always be mindful of feelings. I have raised you so well. Und er findet das mal wieder lustig, I guess. Okay. Because being sensitive is your strong suit naturally. And I'm going to work extra hard for tomorrow, not because it's for my big brother and sister. What is all you talk about preparing for tomorrow? Preparing what? You will just have to wait and see. Oh. Good luck in court tomorrow. I'm expecting a sterling performance. I'll do my very best, of course. Das Richter ist noch ein To Be Continues zu. The overnight break in the trials. Prosthetics became a critical turning point, exposing new truths whilst posing new controls. Set list of 4 names in the telegram into the Chiguku's office, and the extraordinary assassination plot in which my best friend had somehow became involved. I felt the thought I had been plunged into an even greater darkness all of a sudden. But as the time seems, I felt sure I would see the light again soon. Ich will das Bild nochmal sagen. Because I was lucky enough I have the most wonderful family in the world standing steadfastly behind me. Das auf jeden Fall, Rionoska. Das auf jeden Fall. Hat auch wirklich dann wirklich gepasst, dass es hier sein To Be Continue als Ende dieses Parts wird es dementsprechend. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.